Moin Moin zusammen. Ich bin Wolfgang von der Ben Family und das ist Nicolin. Wir waren zusammen mit 2 Freunden in Irland und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auf der Reise begleiten. Viel Vergnügen! Wir starten unsere Reise am 23. August wie immer in Sachsen, machen aber wegen eines runden Geburtstages einen Umweg über Bayern und besuchen erst einmal Kinder und Enkel, bevor es auf ziemlich geradem Weg nach Westen geht. Von Freising geht es deshalb zunächst durch das nördliche Bayern und die Schwäbische Alb nach Ludwigshafen und von dort weiter durch den Pfälzerwald ins Saarland zum Weltkulturerbe der Völklinger Hütte, weiter entlang der Saar und schließlich hinüber zur Mosel nach Luxemburg. Luxemburg empfängt uns mit heftigem Feierabendverkehr und es dauert, bis wir unser Hotel in der Stadt, ganz in der Nähe des Schlosses und der Altstadt erreicht haben. Aber es lohnt sich. So klein wie diese Hauptstadt auch ist, so quirlig, so international und doch so gemütlich ist sie. Wir sind angenehm überrascht vom Flair, bummeln ein wenig durch die Altstadt und genießen den Abend. Am nächsten Morgen sind wir erstaunlich schnell wieder raus aus der Stadt und aus dem Land. Nach wenigen Kilometern sind wir in Belgien. Hier ist die Landschaft leicht hügelig und es geht meist geradeaus. Deshalb sind wir nicht unglücklich, nach wenigen Kilometern bereits in Frankreich zu sein. Vielleicht wird es dort ja etwas besser. Wird es nicht, aber die Wegweiser nach Sedan und Verdun lassen Erinnerungen aufkommen. Wir fahren hier mitten durch deutsch-französische Geschichte. Aber gut, man soll ja nicht immer nach hinten schauen, blicken wir also nach vorn und freuen uns auf Reims, wo wir wieder mitten in der Stadt logieren und heute Abend die Kathedrale anschauen wollen. Und der Besuch lohnt sich wirklich. Das gewaltige Westportal, das der Jungfrau Maria gewidmet ist, das dreischiffige Langhaus mit den zahlreichen Seitenaltären, der Hauptaltar und die vielen Statuen und letztlich die schönen Kirchenfenster sind schon sehr eindrucksvoll. In der Nähe von Rouen
treffen wir uns dann mit 2 Freunden, Mike und Devil, bevor wir weiter nach Cherbourg zur Fähre fahren. Mike ist Irlandkenner und hat die Reise vorbereitet, inklusive Unterkünften und Tourenvorschlägen. Lassen wir uns überraschen. Nachdem die Fähre den Hafen von Cherbourg verlassen hat, beziehen wir unsere Kabine, essen etwas und treffen uns später in der Bar. Hier gibt es reichlich Auswahl an Getränken, aber 99% aller Reisenden verlangen einfach Guinness. Wir auch. Im Laufe des Abends beginnt eine kleine Gruppe von Musikern irische Musik zu spielen und so werden wir fantastisch auf die kommenden Tage eingestimmt. Noch 1, 2 Gläser und dann verschlafen wir den Rest der Reise. Am nächsten Morgen erreichen wir Dublin. Die Maschinen werden angelassen und wir fahren zum ersten Mal im Linksverkehr. Das ist zwar etwas ungewohnt, aber unproblematisch. Schließlich fahren hier alle links. Die Straßenschilder stehen auf der richtigen Straßenseite und selbst das Fahren im Kreisverkehr fühlt sich ziemlich normal an. Lediglich das Rechtsabbiegen ist gewöhnungsbedürftig. So wie bei uns links abbiegen, bloß eben andersrum. Da darf man schon mal kurz nachdenken.
Einige Stunden später erreichen wir Ballyvaughan und unser Cottage, das für die nächsten 7 Tage Start und Ziel unserer Touren sein wird. Es ist ein Doppelhaus im Landhausstil mit gemütlichem Wohnraum, 3 Schlafzimmern, jeweils mit eigenem Bad und einem Wintergarten vor der Küche, in dem man sehr gut essen und abends gemütlich sitzen kann. Und bevor wir uns auf Touren begeben, werfen wir noch kurz einen Blick in den Ort Ballyvaughan. Der liegt direkt an der Küste gegenüber von Galway und ist ziemlich klein. Es gibt die übliche Kirche mit großer Marienstatue und einen kleinen Friedhof, sowie eine Hauptstraße, auf der früher, Anfang des 20. Jahrhunderts, ganz offensichtlich mehr los war als heute. Man hat einen öffentlichen Brunnen, einen Kaufladen, ein paar Schnellimbisse und natürlich einige Pubs. Ganz besonders hat es uns O'Loughlin's angetan, der immerhin zu den besten 10 irischen Pubs gezählt wird und in dem Max, die Besitzerin, über 230 verschiedene Whiskys anbietet. Aber in Irland ist der Whisky sehr teuer, deshalb bleiben wir bei den abendlichen Fab Four. So, das war die Anreise. Wenn ihr mit uns auf Tour zum Burren, zu den Cliffs of Moher und zum Steinzeit-Grab Pulna Brondolmen kommen wollt, schaut euch den zweiten Teil unserer Reise an. Aber vergesst nicht, einen Daumen hoch dazulassen, wenn es euch bis hierher schon mal gefallen hat.